Hallo zusammen, ich bin der Bünzli, das ist Bünzli Breaking, die Show, wo wir anschauen, was mich diese Woche so gebrochen hat. Und diese Woche ist es wie nicht nice gezügelt. Wieso machen die Menschen so etwas? Ja, ich bin gerade ein bisschen vorbelastet und darum machen wir ein Thema, das schon länger vorbereitet war, anstelle von aktuellen Nachrichten. Wir reden über die Möglichkeit, CO2-neutrale Treibstoffe zu verwenden und die Absurdität von dem ganzen Klimaschutztanz, der von Ölbert und Konsorten auf unserer Nase stattfindet. Moment. Du hast noch Post bekommen, deine Abstimmungsunterlagen. Denk daran, dass du die ausfüllst. Wir haben in den letzten 2 Videos erklärt, um was dass es bei den nationalen Themen zumindest geht. Bei den kantonalen Sachen, du bist ein smartes Gutzli, du wirst es herausfinden. Das wär's. Roll the intro. Hoffentlich hat die Banane jetzt das Video pausiert und holt sich endlich den scheiß Wahlbrief. Wenigstens weniger als 30% von euch schickt das Ding überhaupt zurück. Verdammte Scheiße, Moment. Die Hälfte von denen den Zettel mal ausfüllen würde. Willkommen zurück. In der Schweizer Klimadebatte gibt es 2 laute Lager. Die einen wollen den Verbrennungsmotor möglichst schnell abschaffen, die anderen klammern sich an Benzin und Diesel, als sei die Welt ohne fossile Kraftstoffe unvorstellbar. Beide Lager übersehen, dass es längst CO2-neutrale Treibstoffe gibt, mit denen Verbrennungsmotoren klimafreundlich weiter genutzt werden können. Es handelt sich um biogene und synthetische Kraftstoffe, die aus Abfällen oder mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Trotz dieser Option war der Marktanteil erneuerbarer Treibstoffe in der Schweiz 2024 winzig. Nur rund 5% der verkauften Straßenkraftstoffe stammten aus erneuerbaren Quellen. Achso, ja, du. Nur, dass wir das noch schnell journalistisch eingeordnet haben, ist zu wenig. Biogene Treibstoffe werden aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt. Dank des sogenannten Teller-Trog-Tank-Prinzips dürfen in der Schweiz seit 2008 nur Biodiesel, Bioethanol, HVO, also Hydrotreated Vegetable Oil, aus Abfällen und Nebenprodukten verwendet werden. Ja, Teller-Trog-Tank heisst, dass kommt zuerst der Mensch, dann das Vieh und ganz am Schluss das Auto. Anders gesagt, wir reden hier von Abfall, nicht von irgendwelchen Biobauern, die jetzt Diesel anbauen. Und hey, du weißt sowieso, dass der Diesel im Mikroregal noch nicht gibt, oder? Weil es sind versteckt zwischen den Salatsoßen. Dort, wo niemand anschaut. Diesel direkt neben der italienischen Salatsauce. Die gleiche Farbe, die gleiche Konsistenz. Zufall? Ich glaube nicht. Lobbys wollen nicht, dass du da weißt. Du denkst, du kaufst dir irgendeine geile Salatsauce. Dabei fängst du jetzt an, Klimaschutz selber zu tanken. Ja, oder also nein, eigentlich nicht. Rapsöl bleibt halt einfach Rapsöl. Ethanol wird Benzin meist in geringen Mengen beigemischt, Biodiesel dem Diesel. Schweizer Bioethanol wird vollständig importiert und stammt aus Zuckerrohr oder Maisabfällen. Rund 12% des Biodiesels wird in der Schweiz aus Altspeiseölen und Tierfetten hergestellt. Rund 12% des Biodiesels wird in der Schweiz aus Altspeiseölen und Tierfetten produziert. Insgesamt deckten biogene Treibstoffe 2024 nur rund 5% des Kraftstoffbedarfs. Die Ressource ist begrenzt, weil Abfall und Reststoffe eben nicht unendlich verfügbar sind. Aber da muss ich kurz meinen eigenen Irrglauben korrigieren. Ethanol, also ganz normale, trinkbare Alkohol, der wird am Benzin beigemischt. 5% bei E5 und 10 bei E10. Ja, irgendwie immer im Kopf gehabt, es sei Methanol, aber das ist etwas völlig anderes. Methanol ist Motorsporttreibstoff. Das Zeug zieht dir das Wasser aus der Luft, frisst deine Dichtungen und wenn es falsch anlangst, grillst du den Sehnerv. Aber es funktioniert. Rallycross, Drag Racing, eigentlich alles läuft auf so etwas. Ja, und dann gibt es noch Nitromethan. Das ist der Moment, wo du den Motor eigentlich genauso gut in die Mülltonne bei einem Exorzist werfen kannst. Ich meine, jeder, der mal einen Top Fuel Run gesehen hat, weiß, was ich meine. Egal, also, eins noch kurz, dann ist mein Nerdrant durch. Die Flammenwand hier an der Seite, der Rückstoß davon alleine drückt nochmal etwa 400 bis 500 Kilo extra Gewicht auf den Boden. Egal, wir reden hier von Treibstoff für uns, nicht von flüssigem Exorzismus. HVO wird aus hydrierten Abfallölen hergestellt. Es senkt die Treibhausgasemissionen um rund
85-90% und lässt sich ohne Umbauten in jedem Dieselmotor verwenden. In Europa gibt es bereits über 14.000 HVO-Tankstellen, doch die Schweiz hatte bis Mitte 2025 nur 2 öffentliche Zapfsäulen. Warum? Schweizer HVO muss aus Abfällen stammen. Anbieter wie Ölpool fanden lange keinen Produzenten, der diese strengen Kriterien erfüllt. Zudem kostet HVO 100 in der Schweiz derzeit bis zu 20 Rappen pro Liter mehr als herkömmlicher Diesel. Zwar dürften Autofahrer in der EU tanken und bis zu 25 Liter im Kanister zollfrei einführen, doch HVO-Nachschub aus dem Ausland würde die knappen heimischen Zapfsäulen nicht ersetzen. Also das muss man sich mal geben, der saubere Diesel, also der, wo wirklich noch etwas bringt fürs Klima, kostet mehr als der alte Dreck. Und das ist nicht, weil er komplizierter ist, sondern weil die ganze Infrastruktur einfach auf Fossil läuft. Raffinerien, Lager, Tankstellen, alles das steht schon seit Jahrzehnten. HVO 100 dagegen muss einzeln geprüft, importiert, zertifiziert und zugelassen werden. Und obwohl der Staat eigentlich Steuererleichterungen erlaubt, ist der Papierkrieg so zäh, dass am Schluss trotzdem teurer wird. Ganz ehrlich, wenn man es ernst meint mit Klimaschutz, dann sollte nicht der dreckige Diesel billiger sein. Mach's doch einfach umgekehrt. HVO 10 Rappen günstiger, fossile Diesel 10 Rappen teurer. Oder was es auch immer den halt braucht, dass am Schluss beide gleich viel kosten oder der HVO vielleicht sogar ein bisschen günstiger ist. Das wird niemand ruinieren, aber plötzlich werden klimafreundliche Treibstoffe nicht nur die logische Wahl, sondern auch ein bisschen besser für dein Bauchi, Fühli. Aber es soll ja nicht nur um Diesel gehen. Diesel ist einfach, da gibt es mit HVO 100 schon eine Lösung, die funktioniert und notfalls nimmst du Frittenfett mit ein bisschen Ethanol, Motor läuft. Spannender wird es bei naphthabasierten Kraftstoff, also bei allem, was in unsere ganz normalen Benzinmotoren kommt. Da reden wir dann von synthetischen Treibstoffen und die sind erheblich komplizierter. E-Fuels, also Elektrofuels, werden aus Wasserstoff und CO2 hergestellt. Wasser wird durch eine erneuerbare Energie in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff wird mit CO2 zu einem rohölähnlichen Syntheseprodukt verbunden und anschließend zu Benzin, Diesel oder Kerosin raffiniert. Die fertigen Produkte können wie herkömmliche Treibstoffe getankt werden. Es braucht hier keine neuen Motoren oder Tankstellen. Das Verrückte ist, diese Technologie könnte uns erlauben, weiter Auto zu fahren, ohne das Klima zu zerstören. Aber sagt einmal an einen Politiker, der sich gerade ein neues Elektroauto subventioniert hat, dann ist es plötzlich, ist es kompliziert. Klar, CO2 wiederverwerten ist kompliziert, aber das Öl aus der Erde pumpen, den rund um den Planet schippern und anzünden ist easy, oder was? Da sind wir halt wieder bei Ignoratio elenchi. Oh, speaking of ignorance. Wenn ihr einmal den dümmsten Take anhören, den ich letztens haben müssen gehen. Bäume brauchen aber CO2 zum Überleben. Also, das Argument wegen Bäume brauchen CO2, da ist so ein Satz, da weiss ich gar nicht, wann ich anfangen soll. Also, doch weiss ich. Wenn du denkst, dass das stimmt, dann geh jetzt bitte mal in den Wald. Such dir einen schönen, starken Baum aus und dann entschuldigst du dich bei dem dafür, dass du seinen hart erarbeiteten Sauerstoff für so einen Gedankengang verschwendest. Ich kann das nicht mal Gedankengang nennen. Erstens, ja, Bäume brauchen CO2, aber sie sind keine Junkies. Es hat Wälder gegeben, lang bevor es Autos gegeben hat. Damals war weniger CO2 in der Luft und die Dinger sind trotzdem gewachsen, und zwar prächtig. Problem ist nicht das CO2 an sich, sondern die Wärme, die es speichert. Zweitens, das Argument ist, als würde jemand sagen, du brauchst Sauerstoff zum Leben, also gibt er jetzt 100% Atmosphäre davon. Herzlichen Glückwunsch, nach ungefähr einer Minute bist du tot. Brauchen heisst nicht, mehr ist besser. Und drittens, der eigentliche Punkt, CO2 ist Teil von einem Kreislauf. Pflanzen nehmen es auf, Tiere und wir geben es wieder ab. Und die Sache bleibt im Gleichgewicht. Also da kommt so ein CO2-Molekül in das Blatt und wird mit Photosynthese und Wasser zu einer Kohlenwasserstoffkette, wo man dann verdauen oder verbrennen können, plus Sauerstoff, wo man atmet. Der Baum wächst und speichert immer mehr Kohlenstoff aus der Luft. Und wenn es Winter wird, fällen wir ihn, verbrennen ihn zum Heizen und stoßen wieder CO2 aus. Gerade genug, dass ein neuer Baum wächst. Das ist ein wunderschöner, geschlossener Kreislauf. Bis unser Affenhirn irgendwann den leicht entflammbaren Dinosauriersaft gefunden hat. Das CO2 ist Millionen Jahre lang im Boden.
nicht Teil vom Kreislauf. Und jetzt pumpen wir es oben drauf. Und CO2 ist leider verdammt gut drin, Wärme zu speichern. Wenn also mehr davon in die Atmosphäre kommt, ja, dann wird es wärmer. Und da einfach mal etwas für die Idioten bei den Grünen. Niemand muss den Planet retten. Der Planet interessiert das Klima keinen Scheiß. Der wird auch mit 50% CO2 in der Luft weiter fröhlich seine Bahnen um die Sonne drehen. Aber uns, und ich meine nicht uns Menschen, ich meine uns kohlenstoffbasiertes Leben, uns wird es vernichten. Der große Nachteil: E-Fuels sind extrem energieintensiv. Nach Berechnungen bleiben über die gesamte Produktions- und Nutzungskette nur 10 bis 15% der eingesetzten elektrischen Energie im Fahrzeug übrig, während batteriebetriebene Fahrzeuge 70 bis 80% nutzen. Deshalb gibt es derzeit kaum große Produktionsanlagen. Porsches Pilotwerk in Chile soll bis 2026 gerade einmal 426.000 Tonnen E-Fuel pro Jahr liefern. Zu wenig für den globalen Bedarf. Die Schweiz verbrauchte 2021 zum Vergleich über 5 Millionen Tonnen Benzin und Diesel. Also ja, E-Fuels sind genial, aber halt noch in einem Beta-Stadium. Über die ganze Kette bleiben am Schluss noch 10 bis 15% der Energie im Fahrzeug, klingt noch brutal wenig. Aber ehrlich gesagt, beim fossilen Sprit ist es auch nicht viel besser. Das Öl muss gefördert, verschifft, raffiniert, nochmal verschifft und wieder aufbereitet werden. Der Unterschied ist nur, das Zeug hat die Sonne schon vor Millionen von Jahren für uns angeladen. Erdöl besteht, einfach gesagt, aus Biomasse, chemische Energie aus Kohlenwasserstoff, wo Pflanzen damals mit Photosynthese gemacht haben. Bei E-Fuels müssen wir die Energie halt jetzt erst reinstecken. Das ist im Moment fast mehr Energiewirtschaft als Autofahren, aber hey, so ist normal bei neuen Technologien. Die Anlage von Porsche in Chile ist ein Prototyp, keine Fabrik. Wenn man es richtig aufzieht, wird das skalierbar. Und zu so nicht der Heuchelei vom Ölwert zu sagen, Technologieoffenheit ist wichtig. Nur scheint ja nicht zu verstehen, dass Technologieoffenheit Fortschritt heisst, nicht Rückschritt. Aber gut, die Aussagen nehmen wir trotzdem. Immer schön, wenn man Aussagen von Lampionen gegen sie verwenden kann. Trotzdem ist der Weg nicht verbaut. Sonnen- und windreiche Länder können in Zukunft riesige Mengen grüner Energie liefern. Und mehrere Pilot- und Demonstrationsprojekte zeigen, dass synthetischer Kraftstoff funktioniert. 2 Beispiele aus dem Motorsport machen das anschaulich. Die Rallye-Weltmeisterschaft, die WRC, nutzt bereits seit 2022 zu 100% fossilen Treibstoff von P1 Fuels und gilt damit als die erste FIA-Meisterschaft, die klimaneutral fährt. Das Unternehmen will seinen Treibstoff für 1,3 Milliarden Autos verfügbar machen. Aber als journalistische Einordnung, 1,3 ist viel. Die Formel 1 fährt heute mit 10% erneuerbarem Ethanol und will ab 2026 komplett auf nachhaltigen Treibstoff umsteigen. Dieser Treibstoff muss aus erneuerbarem Strom und CO2 hergestellt werden und soll auch für Straßenfahrzeuge nutzbar sein. Klar, Formel 1, ein paar Millionäre, die im Kreis fahren und uns dann erklären wollen, wie man die Welt rettet oder so. Aber so lächerlich wie es tönt, genau von dort kommen viele von den technischen Errungenschaften, die wir heute in ganz normalen Autos haben. ABS, Knautschzone, Rollkäfig, sequentielle Getriebe, das alles ist zuerst mal im Motorsport gesehen. Also wenn selbst die Königsklasse sagt, wir fahren CO2-neutral, also ab der nächsten Saison, naja, Regulierung und dann haben wir schon mit der Formel E gehabt, aber also das ist halt einfach so lang gegangen, weil die Formel E hat eigentlich Privilegien auf so Klimaschutzzüge und die haben da eingepackt. Wir lernen das, in dem Video schon genug abgeschweift. Dann ist das kein PR-Gag. Das ist die Spitze von der technischen Nahrungskette, wo am Rest von der Industrie beweist, dass es funktionieren kann. Und mal ehrlich, wenn schon ein paar superreiche Typen im Kreis fahren müssen, dann wenigstens mit superem Sprit. Und währenddessen in der Schweiz, während andere noch über Förderungen diskutieren, bauen da ein paar völlig überambitionierte Nerds tatsächlich Maschinen, die aus Sonnenlicht Treibstoff machen. Keine Theorie, kein scheiß Meeting, wo eigentlich auch eine Barschlägerei hätte können sein, sondern echte Pilotanlagen, die zeigen, dass man CO2 wiederverwenden kann.
Das ETH-Spin-off Synhelion entwickelte eine solarthermische Anlage, die Sonnenlicht auf rund 1500 Grad Celsius konzentriert und damit CO2 und Wasser in Synthesegas verwandelt. 2024 nahm das Unternehmen die Pilotanlage Dawn in Jülich, Deutschland in Betrieb. Bis 2030 soll eine kommerzielle Anlage jährlich 700.000 Tonnen synthetischen Treibstoff liefern. Genug, um etwa die Hälfte der heutigen Swiss-Flotte zu versorgen. Die Fluggesellschaft Swiss testete 2025 erstmals eine kleine Menge dieses Solartreibstoffs auf einem Linienflug. Der Anteil entsprach 7% des Treibstoffs. Beteiligt sind auch Unternehmen wie Pilatus und die Amag-Gruppe, die an kostengünstige Produktion glauben und investieren. Und das ist der Punkt, wo es richtig spannend wird, weil, mal ehrlich, Flüge ist in Sachen CO2 ungefähr das Schlimmste, was du als Normalbürger machen kannst. Ein einziger Ferienflug nach Mallorca haut mehr raus als dein Auto in einem halben Jahr. Und jetzt kommt da so ein ETH-Spin-off daher, bündelt Sonnenlicht auf 1500 Grad, verwandelt CO2 in Treibstoff und macht aus dem schlimmsten Klimasünder plötzlich eine Lösung. Das ist nicht einfach irgendein Laborprojekt, das ist eine funktionierende Anlage mit echtem Treibstoff in echten Flugzeugen. Und währenddessen tobt da die altbekannte Panikshow von der SVP. Nee, Flugverbot, die Grünen würden uns Reisen verbieten. Ja, klar, Ursula. Niemand will dir den Ferienflug wegnehmen. Wir wollen nur, dass dieses Kerosin nicht mehr so den Geruch von Dinosaurier hat. Geh mit der Zeit oder bleib zurück und schrei skateboardende Teenager auf dem Trottoir an. Aber hör auf, ab jedem bisschen Innovation einfach so in panische Schnappatmung zu verfallen. Also ich bin zu wenig SVP zum panischen Schnappatmen, sorry. Weil, wenn man selbst Flugzeuge klimaneutral fliegen könnte, dann gibt es für fossile Politik wirklich keine Ausreden mehr. Wo steht die Schweiz heute? Straßentreibstoffe. Die Schweiz verbrauchte 2024 etwa 6 Milliarden Liter Straßenkraftstoff. Die Elektromobilität wächst, doch der Gesamtverbrauch stagniert. Biogene Treibstoffe decken nur rund 5% des Bedarfs. Beim Diesel liegt der Anteil etwas höher, beim Benzin tiefer. Die 2024 stark gestiegenen Mengen, 21% mehr Biotreibstoff als 2023, zeigen, dass es Potenzial gibt, aber der Markt ist noch klein. Also ja, Potenzial wäre da. Aber Potenzial zahlt keine Rechnungen. Niemand investiert in etwas, wo politisch so unsexy ist wie erneuerbare Treibstoff. Elektroautos, da gibt es Subventionen, Ladesäulen, Förderprogramme. Politiker können sich vor eine Steckdose stellen und sagen, Fortschritt. Aber wenn du dann sagst, ich will die alten Motoren klimafreundlich machen, dann schaut es dir an, als hättest du vorgeschlagen, Diesel direkt aus Kratzen zu pressen. Dabei wäre es so einfach. Die Infrastruktur und Motoren sind schon da und die Technik funktioniert. Es fehlt nur der politische Wille und der kommt bekanntlich erst, wenn man damit auch Wähler begeistern kann. Und weil kaum jemand weiss, dass die Technologie überhaupt existiert, bringt sie keine Schlagzeilen, keine Selfies, keine Likes. Ist halt einfacher auf eine Steckdose zu zeigen und... Technologia! Noch düsterer sieht es in der Luftfahrt aus. 2024 wurden 2,25 Milliarden Liter Kerosin verkauft. Der Anteil an Sustainable Aviation Fuel, SAF, lag bei rund 1 Million Liter, also weniger als 0,05%. Ja, lustig. Es sind auch nur 0,05% von der Schweizer Bevölkerung, die von der Zukunftsinitiative negativ betroffen wären. Zufall? Ich glaube nicht. Energy warnt, dass es weltweit zu wenig SAF gibt. Die wenigen verfügbaren Liter sind teuer. Dennoch steigen die Anforderungen. Die EU verpflichtet Airlines ab 2025 schrittweise zu Mindestanteilen an SAF. Schweizer Airlines wie Swiss haben damit begonnen, Synhelions Solartreibstoff zu testen. Ein Hoffnungsschimmer. Stark. E-Fuels benötigen enorme Mengen an erneuerbarer Energie. Heute existieren nur wenige Pilotanlagen und die weltweit geplanten Anlagen können den Bedarf kaum decken. Ohne massive Investitionen in Solar- und Windkraft auch im Ausland bleibt der Treibstoff knapp und teuer.
Theoretisch wäre eine ausreichende Versorgung möglich, wenn man große Anlagen in sonnen- und windreichen Regionen baut und die Energie importiert. Mehrere Unternehmen planen dies. Die Schweiz alleine könnte ihren Bedarf jedoch nicht decken, selbst wenn alle Dächer mit Photovoltaik belegt würden. Es braucht internationale Kooperation und langfristige Verträge. Die großen Mengen sind also machbar, werden aber durch zögerliche Investitionen und politische Blockaden verzögert. Als ob es jetzt keine internationale Kooperation gibt für Öl. Also ja, das Argument kennen wir, das braucht zu viel Energie, zu viel Infrastruktur, zu viel Leitungen. Echt? Weil im Öl ist das natürlich total easy, oder? Millionen von Kilometer Pipelines, Bohrinseln im Meer, Tankerflotte, die einmal um den Planet tuckert. Das hat sich garantiert alles von selber zahlt. Aber wie man schlägt vor, ein paar Solarfarmen in die Wüste zu scheissen, dann ist es plötzlich nicht realistisch. Weißt du was, nein, komm, man kann das jetzt nicht nochmal alles tun. Wenn du das bis jetzt nicht verstanden hast, dann geh zu dem Baum zurück und entschuldige dich ein zweites Mal. Biogene Treibstoffe dürfen nur aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt werden. In der Schweiz stammen sie vor allem aus Altspeiseölen, tierischen Fetten und landwirtschaftlichen Abfällen. Die Menge dieser Abfälle ist begrenzt, ein vollständiger Ersatz von Diesel ist damit unmöglich. Verbesserte Sammelsysteme und neue Verfahren, zum Beispiel aus Holzabfällen, könnten das Potenzial steigern, aber Wunder sind nicht zu erwarten. Und da haben wir's. Biotreibstoff darf nur aus Abfall bestehen. Klingt sinnvoll, bis man halt irgendwie merkt, dass man einfach super lebt. Es gibt einfach nicht genug Fritteusenfett, um alle SUVs in der Schweiz glücklich zu machen. Also ja, save the planet, produce trash. Nein, bitte nicht. Das zeigt einfach, dass es keine einzelne Wunderlösung geben wird. Wir brauchen Elektro, wir brauchen Verbrenner mit sauberem Sprit und vielleicht auch ein bisschen Wasserstoff dazwischen. Alles andere ist einfach wieder die Schwarz-Weiß-Malerei, wo es überhaupt erst in die Scheiße gebracht hat. Der Dachverband Avenergy Swiss vertritt die Brennstoffimporteure und macht in der Klimapolitik kräftig mit. Laut einer Recherche von Allianz Süd verhindern Avenergy und verwandte Verbände, Swiss Oil, Auto- und Hauseigentümerverbände, immer wieder strenge Gesetze. Sie setzen durch, dass die Schweiz Auslandskompensationen anrechnen darf und so inländische Reduktionen hinauszögert. Avenergy gründete sogar die Click-Stiftung, die Millionen für ausländische CO2-Zertifikate ausgibt, oft zweifelhaft wirksam. Gleichzeitig finanzierte der Verband Social-Media-Kanäle und Kampagnen, die den Ausstieg aus fossilen Energien schlechtreden und Ölheizungen anpreisen. Und ja, da haben wir's. Die Erdöllobby kompensiert sich selber. Sie gründet eine Stiftung, nennen sie Click, kaufen irgendwo in Asien oder Südamerika ein paar CO2-Zertifikate und tun so, als hätten sie die Welt gerettet. Ganz ehrlich, das ist, als würde ich in den Eingang vom Bundeshaus kacken und irgendeinem Bauer in Thailand 2 Franken geben, dass er das Ding gar fressen und uns allen sagt, wann ich für ein geiler Bünzli bin. Und währenddessen wird uns erzählt, dass das alles marktgerecht und freiwillig ist. Frei ist an dem genau gar nichts. Also, ausser die Emissionswerte, die rotieren verschissen einmal frei. Die Lobbyisten kaufen sich raus, während der Rest von uns brav versucht, weniger zu verbrauchen. Verdammte Scheiße, wenn ich mir ein Barrel Rohöl kaufe, mir das in den Arsch schiebe und ungefiltert verbrenne, dann macht es genau null Unterschied im Vergleich. Aber den stört es Leute plötzlich, weil dann ist es nicht mehr weit weg. Und dann ist es schwieriger zu ignorieren. Der heutige Verkehrs- und Energieminister Ölbert Rösti, natürlich von der fucking SVP, steht der Branche besonders nahe. Bis Ende 2022 war er Präsident von Swiss Oil, dem Verband der Heizölhändler. Ölbert Rösti tritt gegen Fahrverbote für Verbrenner auf und setzt auf Technologieoffenheit, womit in der Praxis vor allem fossile Geschäftsmodelle geschützt werden. Unter seiner Amtszeit bekämpfte das Parlament die CO2-Gesetzrevision und lockerte Quoten für erneuerbare Treibstoffe. Zudem unterstützte die Branche Scheininitiativen wie die IG Klimagerechtigkeit, die den Begriff Klimagerechtigkeit umdeutet und mehr Auslandskompensation fordert. Und zmitzt in dem Filz sitzt unser Energie- und Verkehrsminister.
Der Mann war früher Präsident der Heizölhändler. Ich meine, come on, du wirst auch nicht den Chef von Philip Morris zum Gott der Lungenärzte küren. Und jetzt steht er da, redet von Technologieoffenheit, was in seiner Sprache heisst, wir machen einfach weiter wie bisher, bis der letzte Tropfen draussen ist. Das ist beschissene Geiselhaft vom Fortschritt. Und ehrlich, wenn jemand mit solchen Verbindungen das Energieministerium leitet, brauchst du keine Satire mehr, wir leben echt einfach in der dümmsten Timeline. Und eigentlich sollte er gar nicht zurücktreten müssen, weil der hätte nie mit seinem pickligen Arsch den Sitz berühren dürfen. Ohne klare Rahmenbedingungen investieren Unternehmen nicht in teure Anlagen. Bisher gibt es keine verbindlichen Quoten für synthetische Treibstoffe, keine steigende CO2-Abgabe und keine verbindliche Überführungspflicht für erneuerbare Treibstoffe in die Fahrzeugflotten. Stattdessen setzt die Schweiz auf freiwillige Maßnahmen und Auslandskompensation, ein Spielplatz für die Ölbranche. Biofuels Schweiz weist darauf hin, dass die Technologien marktreif wären, wenn es langfristige Investitionssicherheit gäbe. Also ja, da ist der Punkt, wo es nicht mehr Dummheit ist, sondern Absicht. Kein Druck, keine Quote, keine Planung und dann wundert man sich, wieso das niemand investiert. Und ehrlich gesagt, vielleicht sollte es für Politiker einfach eine Altersgrenze geben. Ich meine, Rentner dürfen aus gutem Grund nicht mehr arbeiten, weil es körperlich und geistig halt irgendwann nicht mehr geht. Aber die gleichen Leute dürfen dann Gesetz schreiben über Technologien, die sie nicht mal mehr bedienen können. Wenn du Mühe hast, dein iPhone zu entsperren, dann solltest du vielleicht nicht über die Energiewende entscheiden. Schau, ganz ehrlich, kauf dir ein Wohnmobil, fahr ans Meer, geniess den Sonnenuntergang, aber hör auf, über eine Zukunft zu bestimmen, wo du nicht mehr miterlebst. Die Schweiz hat strenge Nachhaltigkeitsanforderungen, Swiss Finish, für erneuerbare Treibstoffe. Bevor HVO 100 zugelassen wurde, mussten Produzenten nachweisen, dass ihre Rohstoffe ausschließlich Abfälle sind. Diese hohen Hürden verhinderten eine schnelle Markteinführung. Zudem sorgt der Bund kaum für den Aufbau von Tankstellen. 2 Zapfsäulen für HVO 100 für ein ganzes Land sind schlicht lächerlich. Ja, Swiss Finish. Alles so überreguliert, weil es hat ja so viel Risiken. Zum Beispiel zu hohe Cetanwert, Schwefelrückstände, verfrühte Zündungen, Klopfen im Motor. Oh, Moment, sorry, bin im Skript verrutscht, das sind Probleme vom fossilen Diesel. Oh, hat das alles nicht. Kein Schwefelrückstände, bessere Cetanwert, läuft sauberer, verlängert sogar die Lebensdauer von deinem Motor. Partikelfilter brauchst du nachher nicht. Aber zum Glück schützt uns Swiss Finish vor diesen furchtbar gefährlichen Vorteilen. Die Schweizer Politik setzt stark auf Elektromobilität. Elektroautos sind effizient und benötigen keine flüssigen Treibstoffe. Das macht sie für den Massenmarkt attraktiv. Doch Ladesäulen ersetzen keine Zugmaschinen, Baumaschinen oder Flugzeuge. Diese Sektoren brauchen energieintensive Batterien oder eben klimafreundliche Treibstoffe. Während die Politik Milliarden in Ladeinfrastruktur steckt, gibt es kaum Anreize für erneuerbare Treibstoffe. Ein Fehler, der die Transformation verzögert. Also klar, Elektro ist Zukunft, zumindest ein Teil davon. Aber die aktuelle Politik tut so, als würde man mit ein paar Ladesäulen gerade die ganze Welt retten. Ja, Elektroautos sind effizient, aber sie ziehen keinen Bagger aus dem Dreck. Sie lupfen da keine Tonnen Beton und sie fliegen da keinen Airbus nach New York. Für all das brauchen wir flüssige Energie und die können schon lange klimafreundlich sein. Aber während Milliarden in Steckdosen gepumpt werden, lässt man alles andere verrotten. Kein Plan, keine Förderung, kein Biss. Wenn die Schweiz wirklich technologieoffen wäre, dann würden wir jetzt alle Systeme parallel pushen. Elektro, synthetisch, Wasserstoff, alles was nicht funktioniert. Projekte wie Synhelion oder P1 Fuels zeigen, dass CO2-neutrale Treibstoffe machbar sind. Diese Vorhaben müssen durch langfristige Abnahmeverträge und staatliche Investitionsgarantien unterstützt werden. Die Schweiz hat 5 Biodieselhersteller. Mit klaren Quoten und einer höheren inländischen Kompensationspflicht könnte die Nachfrage wachsen und die Produktion steigen. Das Sammeln von Altspeiseöl und die Nutzung von Reststoffen aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft sollte gefördert werden. VO 100 reduziert Treibhausgasemissionen drastisch.
Der Bund sollte den Aufbau von einem landesweiten Tankstellennetz finanziell unterstützen und eine verpflichtende Quote für erneuerbare Treibstoffe im Dieselsektor einführen, damit Investitionen rentabel sind. Ohne Quote bleibt der Preis hoch und das Angebot minimal. Eine deutlich steigende CO2-Abgabe auf fossile Treibstoffe wird klimafreundliche Alternativen konkurrenzfähig machen. Zudem soll die CO2-Verordnung Fahrzeugimporteuren erlauben, ihre Flottenemissionen mit erneuerbaren synthetischen Treibstoffen zu senken. Erste Ansätze sind ab 2025 gesetzlich verankert worden. Damit Lobbyisten im Hintergrund nicht die Gesetzgebung prägen, braucht es ein Register für politische Spenden. Solche Forderungen stammen von Umweltverbänden und linken Parteien. Sie decken sich mit der Zukunftsinitiative von der JUSO, die eine Vermögenssteuer einführen und Einnahmen in Klimaschutz, erneuerbare Energie und Infrastruktur investieren will. Abstimmung 30. November heute. Ohne grünen Strom gibt es keine E-Fuels. Der massive Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Geothermie sowohl in der Schweiz als auch in Partnerländern ist Voraussetzung für klimaneutrale Treibstoffe. Wieso passiert das nicht? A bremsen Bürokratie, Landschaftsschutz, aber vor allem die fossile Lobby. Die Energiepolitik muss einfacher, transparenter und schneller werden. Viele glauben, dass sie mit CO2-Zertifikat ihre Emissionen neutralisieren. Tatsächlich sind die Zertifikate oft billig, dubios und ohne echte Klimawirkung. Sie erlauben der Branche weiter fossile Produkte zu verkaufen, statt echte Emissionen zu senken. Eine transparente Deklaration und strenge Qualitätsstandards sind nötig und inländische Maßnahmen müssen Vorrang haben. Erneuerbare Treibstoffe werden immer nur ein Teil der Lösung sein. Wer die Schweiz bis 2050 klimaneutral machen will, muss alle verfügbaren Werkzeuge nutzen. Konsequente Elektrifizierung dort, wo es sinnvoll ist, Verkehrsverlagerung auf Bahn und Bus, Infrastruktur für Velos und Fußgänger und eben biogene und synthetische Treibstoffe für alle Sektoren, die sich nur schwer elektrifizieren lassen. Der Benzinpreis betrug Anfang November 2025 in der Schweiz rund 1,69 Franken pro Liter. Mehr als die Hälfte davon sind staatliche Abgaben. Auf jeden Liter fallen rund 77 Rappen, Mineralölsteuer, Zuschlag und Importabgaben. Dazu kommt die Mehrwertsteuer von 8,1% auf den Gesamtpreis. Insgesamt generieren diese Abgaben rund 5,6 Milliarden Franken und machen gut 8% der Bundessteuereinnahmen aus. Die Zahlen zeigen, der Staat könnte durch eine Umschichtung von diesen Einnahmen oder durch höhere Abgaben auf fossile Treibstoffe finanzielle Mittel für den Klimafonds schaffen, wie in beispielsweise die Zukunftsinitiative vorgesehen. Und 5,6 Milliarden sind sogar mehr als die 4 Milliarden nach der Annahme von der Initiative «Weil du ja stimmst» noch fehlen. Perfekt, nehmen wir. CO2-neutrale Treibstoffe sind keine Science-Fiction. Sie können den bestehenden Fahrzeug- und Maschinenpark klimafreundlich machen und sind unverzichtbar für die Luft- und die Schifffahrt. Aber ihre Verfügbarkeit bleibt gering, weil Produktion und Infrastruktur teuer sind, weil strenge Zulassungsregeln und fehlende Tankstellen den Markteintritt bremsen und weil die Erdöllobby systematisch Inlandsmaßnahmen sabotiert und auf Billigzertifikate setzt. Politiker wie der Ölbert Rösti, einst Präsident von der Swiss Oil, redet von Technologieoffenheit und meint damit vor allem, dass fossile Strukturen möglichst lange erhalten bleiben. Wer es ernst meint mit Klimaneutralität bis 2050, muss den Weg für erneuerbare Treibstoffe freimachen. Wir brauchen ehrgeizige Quoten und Lenkungsabgaben, Investitionen in heimische Projekte wie Synhelion, ein fucking Register für Lobbygelder und eine klare Trennung zwischen Politik und fossiler Branche. Es ist Zeit, Technologie wieder als Werkzeug zu begreifen und nicht als Spielzeug für Politiker, die sie nicht verstehen. Da kann ich mit meiner Landkrise. Pickliger Arsch vom Ölbert, das könnte so einfach sein. Gegen dich. Ich verliere meinen Verstand. Keiner wird bis dahin schauen. Ist ein bisschen mehr, machst du einen Untertitel. Mein Puls wird mich lieben, Blutdruck. Mindestens 400. Nein. Das sind immer irgendwie die gleichen, die da stehen, oder? Sorry, habe gedichtet. Immer noch wie der Stammbau von der SVP. Weil du ja stimmst.